voll verwirrend. Boah, ich muss 7.1 ausmachen. Das will ich mir gleich nochmal angucken. So. Livestreaming. Die Seite darf ich ja zeigen. Ja, das kann ich pausieren. Okay. Genug. Ja, die starten. Auf Discord Bescheid sagen. So. Das kann ich hier so platzieren. Talkzone. Kann ich löschen. So. Ähm. Ich kann 7.1 ausmachen. Ähm. So. Ah, ich muss mich anmelden. So. Roll a ball. Erstmal wieder das Lied. Oh, meine Stimme.
Wo ist das? Hier ist das. Oh. Oh. Bin ich das? Bin ich wirklich leise? Okay. Das bleibt auf 0. Geht das so? Geht so meine Stimme? Ich habe das hier für Samsung-Handys. Boah Gott. Ah, Jung. Heute läuft doch alles schief. Er versucht mich zu jagen. Ist aber leider stärker. Weiter. Ich mache seine Masse auf 2. Oder so. Ich mache meine Masse auf 5. Okay. Ja, muss ich noch ein paar Sachen ändern. Hey. Professor Rick, komm mal auf Discord, dann kann ich die neue Version schicken. Hier funktioniert sogar das Tor in der neuen Version. Boah, ich mach sie erstmal leiser. Warum geht hier gerade alles schief? Mach ich gleich. Bei der neuen Version gibt es viel mehr Sachen und ganz viele Änderungen. Wie jetzt zum Beispiel der Coin Sound. Oder wenn ich ein Tor schieße. Ich mache noch einen Tor-Sound. Lol. Okay, macht Sinn. Stimmt, ich muss noch ein paar Sachen ändern. 3D-Objekt, Plane. Reset. Rotation. In die Richtung. ...180, so. Eigentlich kann ich so auf 0 lassen. Sieht besser aus. Um den Bug zu beheben, dass man durch das Tor fliegen kann. Kann was ausmachen. Da ist es.
Jetzt muss ich das von der Größe her. So. Die Höhe. Okay, nicht das. Ähm, 0,7. 6, ja. Das sind ein Torblocker. Speichern und starten ist. Kann was wieder aktivieren. Dann sehen wir unten in dem Feld die Steuerung. Hier oben kann ich mal zur Seite. Ja, hier oben kann ich mal zur Seite gehen. Ja. Ich versuche mal Nitro von hier zu nehmen und gegen das Tor auf der anderen Seite zu knallen. Was? Okay, das Spiel mag mich nicht. Sag mich, Sirs. Kann man überhaupt durch? Nein. Oh, Restart. Da ist ein Lightning-Problem, was nur... Ah, jetzt geht's. Da ist ein Problem, was halt nur am PC hier vorkommt. Könnte sich ändern, bin aber zu faul. Weil es eine viel Testphase ist. Ja. Passt. Jetzt muss ich noch das so einstellen, dass er stoppt. Ähm. Ach nee. Nope, mach ich's nicht. Zu viel Anstrengung. Was gibt's denn noch hier für Bugs? Ach, den Ball wollte ich anheben. So dass er auch hüpft. Oh. So, jetzt kann ich die erste neue Bild wieder veröffentlichen. Was? Ich bin ein Member. Gut. Multiplayer. Das wird mein nächster Schritt.
Settings. Doch, jetzt habe ich die rechte. Ich brauche kurz mein Samsung-Kabel, was ich jetzt habe. Achtung. Ah. Anschließen. So, ich mache das noch ein bisschen leiser für mich. So, Bild. Nation APK Version 5. Und die wird jetzt gemacht. Die kann ich dann dir morgen geben, Professor Rex, per Bluetooth. Was sagt ihr? Soll ich jetzt zuerst den Multiplayer machen oder so eine Arena fertig machen? Packaging Assets Shader Assets 1 Dot Assets. Na, muss ich dem Rechte geben? Nee. Na, komm schon. Ich muss nur hier kurz minimieren. Die Version kann ich entfernen. Unity Project. Roll up. Ball Bild. IS5. Das kommt jetzt auf die Karte. Ja. Ich mache zuerst den Multiplayer. Definition. Ja. Maximale Spieler im Raum 4. Ja, so kann ich es machen. Overview. Enable Multiplayer.
Oh, einmal Seite neu laden. So, jetzt muss ich mir angucken. Unity Multiplayer. Multiplayer Networking. Alter, wie Stress. Oh, was habe ich mich da eingelassen? Welcome to this Unity 5.3 simple multiplayer tutorial set, and this is an adaptation of Unity's text-based tutorial. So this is the one, it's on the Unity Learn site, and I'll just show you what the end result looks like. So this is what I put together. I've just launched two standalone copies. I'll start one as the host. It's the combined server and client. And I'll join with a client as well, and you can see the client moving there. It looks all jerky. They don't teach us anything about smoothing in this tutorial set. It is really basic, just getting to grips with the basics of the Unity multiplayer system. Okay, so you can see the health is synchronized. I can shoot at the other player, assuming I can aim at them. Nope. Alright, that looks a bit better. Okay, so I shoot away, and there you go. See the player died, and they respawned at a new location. Well, they didn't really die, they just got moved and their health reset. Follow? It is actually. So make a new Unity project. I'm just going to set up some folders to begin with. I'll call this simple multiplayer. Das will ich mal auch machen. Und zwar Folder Multiplayer. So. And inside of that, I'll make another folder. I'll call this My Scenes. Another folder. Brauche ich nicht. My Scripts. Another one. Brauche ich nicht. My Prefabs. Brauche ich auch nicht. And My Materials. Okay, now in the scenes, I'll just say File Save Scene As. And I'll just call it main as per the tutorial. And that's it for this video. So I'll see you in the next video. Wow. Das war hilfreich. Welcome to video 2. Now I'll set up the network manager. Okay, so just make a new empty game object. Let's call it network manager. And I'll add the network manager component. Okay. Ein 45 Sekunden Video war hilfreicher als Create Empty Network Manager. Nein, falsche Szene. Menü. Hier kommt Create Empty. Network Manager. Add Component. Network Manager. Log Level Info.
Offline ziehen. Mach ich gleich. And also the Network Manager HUD. So Ich habe es auch Network Manager genannt. So, und Network Manager hat. the Network Manager is what manages our network state, and the HUD gives us a UI basically to set up a game or connect as a client. Now it won't What the heck? Ach, komm schon. Start Game. Hä? Ey, komm schon. Asozial. Der löscht einfach meine Sachen. Noch asozialer kann man nicht sein. Duplicate. So. Den Text nennen wir Arena. So, jetzt sollte das klappen. Arena bringt zur Arena. Und lässt da oben noch. Oh. Ich habe das Spiel gebreakt. Komm schon. work at the moment because we haven't set up a player prefab. So if I hit host game, then an error comes up. Okay, so Immer that's der it for this gleiche. video. In the next video, we'll do that. We'll set up a... Welcome to part 3. Now I'll set up the player prefab. Okay, so make a capsule. And I'm just going to call it player. Brauche ich alles nicht. I'll just zoom in there. And then we're supposed to add another object, a cube, and make that a visor. So I'll just call it visor as they specify. And then change the scale to 0.95, 0.25, and 0.5. And for the position, 0.5 and 0.24. And there we go, that's the visor there. Although that's rather clever actually. And they tell us to make a new material, so let's make a new material. And I'll just call it black. And just change the color to black. Okay, and just assign that to the visor. Okay. Now the next thing we need to do is to add a network identity. And in this case, it's a local player authority. So when the server spawns your player for you, on your instance, you want to be able to control it, right? So you have to have it as a local.
Minigame, Save. Der Player braucht ein Network Identity. Player authority, and later we'll write our code such that only you control your player and not all the others. Wisst ihr was? Ich speichere. Geht zum Menü. Entferne Network Manager. Und mach das in Minigame. Create empty. Network Manager. Braucht Network Manager. Network Manager hat und ja. Der Player braucht Audio Source brauchen wir nicht. So. Other players in the scene, and that'll make more sense pretty shortly. Okay, so then I just make a prefab out of this and delete the player from the scene. And that's it. So Aus dem Player mache ich dann Prefab. So just save it, and I'll see you in the next video. Welcome to part 4, and now I'll register the player prefab. Okay, so on the network manager, just head over to it in the spawn info, player prefab, just drag on the player. Wo hat er das gemacht? Spawn Info. Prefab. Player Prefab. Prefab, that's it. So now the network manager, so for example, if you connect as a host, it spawns the player for you. But that's it, so more stuff to do. We need to make the player move, right? So let's get on to the next video. Welcome to part 5, and now we'll create some player moves. So I'll make a new C# script, and I'm going to call it player controller. And it's a single player script to begin with. Okay, so all the script is going to do is to capture the player's input, their WASD keys basically, and then apply that to the transform, to the player's transform. So float x is equal to input.getAxis. The name of the axis is horizontal, so the spelling must match what you have in the input manager, times time.delta time times 150 degrees. So float z is equal to inputs. Sorry, that's not rotation, it's supposed to be rotate. So it'll cause the player to rotate about their y-axis, so they'll turn left in the z. So back to Unity, and I will attach that. So to the player, I'll add the player controller. That's it. Okay. So I'll just quickly run that, and you can see that you can move about. Alright, so in the next video we'll see Okay.
Pause machen wir aus. Player müssen wir entfernen. Stopp es. 540 Fehler in ein paar Sekunden. Erst müssen wir noch ein Late Update machen. Hm. Oh. Speichern. Jetzt testen. Anscheinend, dass wir die Kamera ein bisschen nach hinten verschieben müssen. Ja. So, jetzt bin ich kurz essen. Und gleich starte ich meinen Stream wieder. Bis gleich.